Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, heute habe ich hier einen Kundenauftrag im Diff. Ich weiß gar nicht, wovon das ist. Bei der Größe sieht das aus wie vom Kraton 8S. Oder OSI 5T. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ganz wichtig, die Schimmscheibe nicht vergessen. Wir haben hier, die ist ziemlich dick. Was haben wir denn hier? 2 mm. 2 mm Schimmscheibe. Oh shit. Falscher Kanal. Ja. Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, heute geht es um Diffs. Die Fehler, die ihr vermeiden solltet und wie ihr das am besten macht, darum soll es in diesem Video gehen. Ich würde sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran und dann schauen wir uns das Ganze ein bisschen von der Nähe mal an. So, wir gehen als erstes einmal die Teile durch, bevor wir mit dem Video überhaupt beginnen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kegelrad. Ja, wie die Form es schon verrät, halt ein Kegelrad. Der greift auf das Tellerrad, wie halt ein Teller. Das ist das Schöne an der deutschen Sprache, das ist alles selbsterklärend. Ja, und im Diff haben wir halt die Sonnenräder, wo sich die Planetenräder drauf drehen. Also es gibt Diffs mit 2 Planetenrädern, aber die meisten haben halt 4. Dann hat man die halt über Kreuz 4 Stück da drauf. Das ist wesentlich belastbarer. Ja, und dann haben wir halt einmal das Mitteldiff und dann halt Vorder-Hinter-Diff. Ja, Gehäuse, das ist hier zum Beispiel ein Kraton 8S. 1:8er Hubau müsste das sein. Im Großen und Ganzen ist die Funktion halt nicht unterschiedlich. Das ist immer das gleiche. In den Bauformen unterscheiden sie sich, aber das war es dann auch schon. Wir fangen von außen nach innen an. Ich zeige euch erstmal im Gehäuse, was da ganz wichtig ist. Das Kegelrad sitzt hier drin. Und der kommt dann halt hier rein. Und da ist das erste, wo ihr halt Spiel einstellen könnt. Kann man das sehen? So. Ja. Das Kegelrad zum Tellerrad. So, jetzt kann man das einmal halt in die Richtung schimmen und einmal das in die Richtung schimmen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das sitzt ja hier drauf und die Punkte sind feste und je nachdem, wie weit man den reinschiebt oder den ranschiebt, hat man halt engeres Spiel oder größeres Spiel. Schimmscheibe ist hier noch drauf. Das ist ja in 0,12 mm Bereichen ändert sich das schon. Wir haben hier halt kleine Ausmaße. Es ist halt nicht wie beim richtigen Kfz, dass man da in Millimetern arbeitet. Wobei da auch Kommastellen vorkommen. Aber ja, hier müssen wir halt in 0, Schritten vorgehen. So, da sollte man auf jeden Fall immer hinten die Welle festmachen. Den gucken, dass der wirklich da drinnen kein Spiel mehr hat, also so kein Spiel mehr hat in der Länge. Und wenn wir dann das Diff da drin haben, was sich halt schwierig erweist, ja, egal. Dann solltet ihr hier halt die Welle festhalten und das Spiel halt hier ausprobieren. Also 0 Spiel wäre schlecht, dann haben wir einen höheren Reibwert. Das ist nicht so toll. Ein zu großes Spiel, wenn ihr das hier richtig bewegen könnt, ohne dass der sich bewegt, dann haben wir halt
keinen kompletten Eingriff der Zähne, das wäre auch nicht so schön. Man sollte wirklich so, ja, man sollte das hören, so das so klick, 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 so ein ganz leichtes Spiel hat. Dann sollte das okay sein. Also immer vorher das Kegelrad festmachen. Und ich würde auch hergehen, wenn ihr das Tellerrad drin habt, die Schrauben hier anziehen und dann mal gucken, ob die Schimmung passt, bevor ihr das im Auto. Also im Auto, ja. Ich bin kein Freund von denen, die das also im eingebauten Zustand da wechseln. Klar klappt das, aber es ist wirklich besser, einfacher nicht. Es ist genauer, wenn man das komplette Diff-Gehäuse entfernt. Meistens sind es ja eh nur die 4 Schrauben und ein paar vielleicht noch von den Querlenkern und so. Aber dann hat man das in der Hand und dann kann man hier nochmal testen, ob das wirklich passt. Weil wenn das im Auto sitzt und die Wellen da alles dran sind und so und man kommt da bescheiden dran, um da zu drehen, dann verfälscht es das ein bisschen. So, dann zu den Diffs innen drin. Ja, wir haben halt 2 Sonnenräder. Eins sitzt auf der Seite, eins sitzt auf der Seite. Also so. Und da kann man schon die erste Schimmscheibe, man kann das untere einmal schimmen in der Höhe. Und das obere natürlich. So, jetzt kann man von hier aus schimmen. Oder man kann halt die Planetenräder schimmen, indem man die halt näher ranholt zueinander. Dadurch haben wir hier halt auch wieder ein kleineres Spiel oder halt ein größeres Spiel, wenn die weiter auseinander gehen. Also ist eigentlich ja, Jacke wie Hose, ob man die jetzt von da schimmt oder von da schimmt. Wobei hier eine Schimmscheibe schon empfehlenswert ist, weil der O-Ring sonst sich mit den Pin, dem Mitnehmerpin, ja, dann könnte der den zerstören. Wenn da eine Schimmscheibe drauf sitzt, dann ist das ein bisschen abgedeckt und dann ratscht er halt nicht da über den O-Ring drüber. Also mich fragen schon mal die Leute, wie wird das geschimmt, wie wird das geschimmt. Also ich merke mir da nie irgendwie eine Schimmung von einem Diff, beziehungsweise notiere mir das auch nicht, da ich jedes Diff dann individuell schimme, weil schon allein, wenn ihr ein gebrauchtes Diff habt und die Räder schon ein bisschen Abnutzungserscheinungen haben, dann passt diese Schimmung schon mal nicht mehr. Wir gehen hier in 0,1er Schritten vor, also ich mache das zumindest. Und da unterscheidet sich das wirklich schon, ob man jetzt 0,1 mehr oder 0,1 weniger macht. Da hat man schon ja, deutliche Unterschiede. Ich mache das immer so, dass ich das einmal mit ein bisschen Fett komplett aufbaue, mit den Schimmungen, was ich denke, was da reinkommt. Oder erstmal die Vorgaben mir anschaue und das so zusammenbaue und dann das Ganze teste, ob das so passt. Auch mal die Wellen gucken, ob die Spiel haben, wie hier zum Beispiel. Also hier die Wellen haben Spiel, dann würde ich vorgehen und die zusammendrücken und dann nochmal drehen, gucken, ob das passt. Wenn das passt, ist das okay, dass die so ein bisschen Spiel haben, aber wenn sich jetzt dadurch, durch das Zusammendrücken und Drehen, was ändert, würde ich hier unter den Wellen nochmal Schimmscheiben drunter machen, dass die Wellen nicht auf Anschlag gehen können. Denn wenn ihr jetzt Sprünge macht und die Wellen drücken da drauf und drehen dann noch, dann könntet ihr natürlich auch wieder die Planetensätze hier kaputt machen. Deswegen immer einmal komplett aufbauen mit ein bisschen Fett dran. Erstmal wirklich mit ein bisschen Fett dran, 2 Schrauben rein, festmachen und einmal testen, ob sich das alles schön freigängig dreht, ob da nicht viel Spiel drin ist. So wie hier, das ist ein altes Stift, das habe ich noch gar nicht angepackt. Ja, das müsste auf jeden Fall auch mal neu geschimmt werden. Das ist ja schon zu leicht, finde ich. Ich denke, da könnten noch 1, 2, also 0,1, 0,2 noch geschimmt werden, damit das wieder optimal passt.
Die haben ja eh immer ein bisschen Abnutzungen, dadurch, dass die halt aufeinander laufen, und deswegen sollte man bei den Gebrauchten halt schon mal ein bisschen was nachschimmen. Meistens 0,1 mehr und dann passt das auch schon wieder. Ja, nachdem das mit dem Fett alles funktioniert und ihr zufrieden seid, nochmal aufmachen. Das Fett würde ich so drinnen lassen, wirklich nur so ein Klecks da rein, nicht jetzt vollstopfen mit Fett. Und dann halt dementsprechend das Silikonöl, was ihr da für richtig hält, was ihr da bevorzugt reinfüllen. Ja, und dann halt wieder zumachen. Beim Befüllen immer darauf achten, dass der noch mit da rein muss. Wenn ihr den Rand voll macht, dann kommt der noch dazu und verdrückt das ganze, ja, drückt das ganze Silikonöl natürlich wieder weg, verdrängt es. Deswegen, ja, eigentlich so bis zu den Rand von den Planetenrädern passt das eigentlich, dass der noch halt Spiel hat, dass der da reinkommt. Oder ihr befüllt den und legt den noch mit rein und schaut, wie der Stand dann halt ist. Dann halt positionieren mit dem Stab. Und da kann man halt die Position wählen, wo die Schrauben sind, und dann dementsprechend den drehen und den dann später drauf machen. Das funktioniert natürlich auch. Ein bisschen Luft ist okay, aber es sollte jetzt nicht halb gefüllt sein, weil dann habt ihr natürlich auch nicht die Sperrwirkung von dem Öl, was ihr da drin habt. Also umso mehr Luft da drin ist, umso weniger wertgenau wird das, ja, wird das Ganze mit dem Silikonöl. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Tja, auf jeden Fall immer vorher testen, bevor ihr es einbaut, würde ich sagen. Tja. Jetzt denke ich aber wirklich, ich habe nichts mehr vergessen. Und wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es war informativ, und ich hoffe dann, wir sehen uns mit dem nächsten Video wieder. Like nicht vergessen und bis demnächst in der RC-Werkstatt.